Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1 – Der Sohn der Aphrodite. Falls die Zerstörung Trojas tatsächlich stattgefunden hat, geschah sie vermutlich um das Jahr 1200 vor Christus. Der Dichter Homer soll um das Jahr 900 vor Christus gelebt haben und die ersten schriftlichen Aufzeichnungen langer Dichtungen entstanden wahrscheinlich um das Jahr 600 vor Christus. Das bedeutet, dass die Geschichte von Aeneas, falls sie überhaupt einen historischen Kern besitzt, etwa 300 Jahre lang mündlich überliefert wurde, bevor Homer sie in ein Gedicht verwandelte. Dann, für weitere 300 Jahre, lernten die Menschen seine Verse auswendig und trugen sie vor, bevor sie schließlich schriftlich festgehalten wurden. Während dieser gesamten Zeit ging es jedoch nicht darum, historische Fakten zu bewahren, sondern vielmehr darum, die Zuhörer mit einer dramatischen Erzählung zu unterhalten. Deshalb kann diese Geschichte nicht als historisch zuverlässig angesehen werden. Dennoch ist es für alle gebildeten Menschen wichtig, sie zu kennen. Der Legende nach war die Mutter von Aeneas eine berühmte Göttin namens Aphrodite. Die Römer nannten sie später Venus. Im Gegensatz zu sterblichen Menschen wurde sie nicht von einer Mutter geboren, sondern erschien auf geheimnisvolle Weise aus dem Meerschaum, der sich auf der Wasseroberfläche gebildet hatte. Als sie zum ersten Mal in Erscheinung trat, stieg sie an die Küste einer nahegelegenen Insel, Kythera, die südlich der Peloponnes liegt. Sie war die Göttin der Liebe, der Schönheit und der Fruchtbarkeit. Ihre magischen Kräfte waren so stark, dass überall dort, wo sie am Ufer entlang ging, sofort wunderschöne Pflanzen und Blumen wuchsen. Sie selbst war von unbeschreiblicher Schönheit und hatte die Macht, jeden, der sie sah, in Liebe entbrennen zu lassen. Nachdem sie Kythera verlassen hatte, reiste sie über das Meer nach Zypern, wo sie eine Weile blieb, umgeben von der atemberaubenden Landschaft der Insel. Dort bekam sie 2 Kinder, 2 wunderschöne Jungen, die Eros und Anteros hießen. Diese Kinder blieben für immer jung. Eros, später als Amor bekannt, wurde zum Gott der gegebenen Liebe, während Anteros der Gott der erwiderten Liebe war. Aphrodite und ihre Söhne wanderten zwischen Himmel und Erde umher. Manchmal erschienen sie in ihrer wahren Gestalt, manchmal nahmen sie andere Formen an und manchmal blieben sie unsichtbar. Egal wo sie waren stets damit beschäftigt, ihre Rollen zu erfüllen. Aphrodite verbreitete Liebe und Sehnsucht unter Göttern und Menschen, Eros ließ Menschen sich verlieben und Anteros bestrafte jene, die keine Liebe erwiderten. Schließlich erreichten Aphrodite und ihre Söhne den Olymp, die Heimat der Götter. Dort stiftete sie großes Unheil, indem sie die Götter dazu brachte, sich ineinander und in sterbliche Menschen auf der Erde zu verlieben. Zur Strafe dafür nutzte Jupiter, der Herrscher über alle Götter, seine Macht, um Aphrodite selbst in Liebe entbrennen zu lassen. Sie wurde von Anchises verzaubert, einem gut aussehenden jungen Mann aus der königlichen Familie Trojas, der in den Bergen des Ida nahe der Stadt lebte. Dass Aphrodite sich in einen Mann vom Ida-Gebirge verliebte, geschah folgendermaßen. Eines Tages feierten die Götter und Göttinnen eine große Hochzeit. Eine Göttin jedoch wurde nicht eingeladen und sie war wütend darüber, ausgeschlossen zu sein. Um sich zu rächen, plante sie, unter den Anwesenden Streit zu stiften. Sie ließ einen wunderschönen goldenen Apfel anfertigen, auf dem die Inschrift für die Schönste prangte. Heimlich warf sie den Apfel unter die Gäste. Alle Göttinnen wollten ihn für sich beanspruchen, und so entstand ein erbitterter Streit darüber, wer diesen Titel verdiene. Um den Konflikt zu lösen, sandte Jupiter die Göttinnen unter der Führung eines Boten auf den Ida, wo ein gut aussehender junger Hirte namens Paris, in Wirklichkeit ein verkleideter Prinz, die Aufgabe erhielt, zu entscheiden, wem der Apfel gehören solle.
Jede Göttin versuchte Paris mit einem besonderen Geschenk zu überzeugen. Am Ende überreichte er den Apfel Aphrodite. Sie war so erfreut über seine Entscheidung, dass sie Paris unter ihren Schutz nahm und oft den Ida besuchte, wodurch er einer ihrer Lieblingsorte wurde. Während sie dort war, begegnete sie Anchises, einem edlen Mann aus Troja, der in den Bergen Schafe und Rinder hütete. Als Jupiter Aphrodite zum ersten Mal die Liebe spüren ließ, war es Anchises, der ihr Herz eroberte. Sie begab sich auf den Ida und lebte eine Zeit lang als seine Braut. Ihr Sohn war Aeneas. Doch Aphrodite offenbarte Anchises nicht ihre wahre Identität. Stattdessen gab sie sich als phrygische Prinzessin aus. Phrygien war ein Königreich in Kleinasien, nicht weit von Troja entfernt. Während ihrer gesamten Zeit mit Anchises in den Bergen behielt sie ihre Verkleidung bei. Schließlich beschloss sie, zu ihrem Platz auf dem Olymp zurückzukehren. Bevor sie ging, enthüllte sie Anchises ihr wahres Wesen, warnte ihn jedoch eindringlich, es niemals jemandem zu erzählen. Sie erklärte, dass ihr Sohn vom Blitz getroffen und vernichtet würde, falls jemals ans Licht käme, wer seine Mutter wirklich sei. Nachdem Aphrodite fort war, konnte Anchises Aeneas nicht allein aufziehen. Also schickte er das Kind in die Stadt Dardanos, die nördlich von Troja lag, wo Aeneas von seiner Schwester aufgezogen wurde. Sie war eine Tochter des Anchises und bereits verheiratet und dort ansässig. Aeneas lebte bei seiner Schwester, bis er alt genug war, um bei der Versorgung der Tiere zu helfen. Dann kehrte er zu den Weiden in den Bergen zurück. Obwohl Aphrodite ihn verlassen hatte, vergaß sie ihren Sohn niemals. Sie wachte stets über ihn und griff ein, um ihn zu schützen, wenn er in Gefahr geriet. Schließlich begann der Trojanische Krieg. Doch Aeneas schloss sich den Kämpfen nicht sofort an. Er fühlte sich eifersüchtig, weil König Priamos von Troja andere junge Männer bevorzugte und er selbst nicht ausreichend geschätzt wurde. Deshalb blieb er in den Bergen und kümmerte sich weiterhin um seine Herden. Er hätte den gesamten Krieg dort verbringen können, doch ein Ereignis veränderte alles. Achill, einer der mächtigsten griechischen Krieger, führte einen Angriff auf das Umland von Troja, um Vorräte zu plündern. Er erreichte das Land von Aeneas, fand ihn bei seinen Tieren und griff an. Achill nahm die Herden und jagte Aeneas und seine Gefährten fort. Sie wären alle getötet worden, hätte Aphrodite nicht eingegriffen, um ihren Sohn zu schützen. Der Verlust seines Viehs und der Angriff auf sein Land erfüllten Aeneas mit tiefem Zorn gegenüber den Griechen. Infolgedessen sammelte er ein Heer der Dardaner und zog in den Krieg. Schnell wurde er zu einem der geschicktesten und furchtlosesten Krieger. Mit der Hilfe seiner Mutter, die ihm in den Kämpfen immer zur Seite stand, vollbrachte Aeneas unglaubliche Taten der Stärke und Tapferkeit. Während einer der Schlachten eilte Aeneas mitten ins Getümmel, um einen trojanischen Anführer namens Pandaros zu retten, der von Feinden umzingelt und in großer Gefahr war. Doch Aeneas kam zu spät, Pandaros wurde getötet. Trotzdem kämpfte Aeneas tapfer weiter, um den Leichnam seines gefallenen Freundes zu schützen. Die Griechen griffen ihn von allen Seiten an, doch Aeneas bewegte sich mit unglaublicher Schnelligkeit und wehrte Feinde in alle Richtungen ab. Die Griechen änderten bald ihre Strategie. Anstatt ihn direkt zu bekämpfen, hielten sie Abstand und schleuderten Speere, Wurfgeschosse und Pfeile auf ihn. Aeneas benutzte sein Schild, um die Angriffe eine Weile abzuwehren, doch dann warf einer der griechischen Krieger einen gewaltigen Felsbrocken auf ihn. Der Stein war so schwer, dass 2 gewöhnliche Männer nötig gewesen wären, um ihn zu heben. Der Aufprall traf Aeneas am Oberschenkel und riss ihn zu Boden. Benommen und geschwächt war er völlig schutzlos und hätte den Tod gefunden, wenn nicht seine Mutter Aphrodite zu seiner Rettung geeilt wäre. Aphrodite eilte zu ihm und hüllte ihn in ihren magischen Schleier, der ihn unantastbar machte.
Dann hob sie ihn in ihre Arme und trug ihn mitten über das Schlachtfeld hinweg, während Schwerter, Speere und Pfeile, die auf ihn geworfen wurden, unter dem Schutz ihres Schleiers wirkungslos blieben. Doch während sie ihren Sohn rettete, machte sich Aphrodite selbst angreifbar. Diomedes, einer der Anführer der Griechen, sah ihre Flucht und schleuderte seinen Speer auf sie. Die Waffe traf Aphrodite an der Hand und hinterließ eine tiefe, schmerzhafte Wunde. Trotz ihrer Verletzung hielt sie nicht inne, sondern floh weiter, während Diomedes, zufrieden mit seinem Angriff, seine Verfolgung einstellte. Als sie verschwand, rief er ihr höhnisch nach und forderte sie auf, in ihre eigene Welt zurückzukehren und sich nicht länger in die Kriege der Menschen einzumischen. Flieh, Göttin, kehre zurück in deine goldenen Hallen zu deinen festen und müßigen Liebhabern. Das Schlachtfeld ist kein Ort für dich, kein Ort für weiche Hände, die Kränze flechten und geflüsterte Versprechen wiegen. Du kamst, um deinen Sohn zu beschützen, aber was hast du erwartet? Dass Krieger ihre Klingen senken beim Anblick deines Schleiers, dass Blut und Eisen sich der Schönheit beugen. Nun hast du den Biss des Krieges gespürt, den Stich einer sterblichen Lanze, und doch fliehst du, als könne der Olymp heilen, was du erlitten hast. Doch lass dir diese Wunde eine Warnung sein. Götter haben hier keinen Anspruch. Dies ist das Reich derer, die dem Schmerz nicht ausweichen, derer, die standhalten. Kehre zurück in deine Tempel, Göttin der Liebe, und überlasse den Krieg jenen, die ihn nicht fürchten. Nachdem sie Aeneas in Sicherheit gebracht hatte, floh Aphrodite, nun geschwächt und blutend, in die Berge. Höher und höher stieg sie, bis sie die nebelverhangenen Wolken erreichte, wo sie von Iris, der Göttin des Regenbogens, gefunden wurde. Iris tröstete sie und führte sie weiter in die Berge, wo sie Mars, den Gott des Krieges, trafen. Mars war Aphrodites Bruder, und als er ihre Not sah, hatte er Mitleid mit ihr. Er lieh ihr seinen Streitwagen und seine Pferde, damit sie nach Hause zurückkehren konnte. Aphrodite stieg in den Wagen, und Iris übernahm die Zügel, lenkte die Pferde durch die Lüfte in Richtung des Olymps. Dort versammelten sich die Götter und Göttinnen um Aphrodite. Sie versorgten ihre Wunde und bekundeten ihr Mitgefühl für ihren Schmerz, während sie gleichzeitig über die Grausamkeit der Menschen im Krieg klagten. So wird die alte Geschichte von Aeneas und seiner Mutter überliefert. Später im Trojanischen Krieg stand Aeneas einem mächtigen Gegner gegenüber, Achill, dem größten Krieger unter den Griechen und dem Champion ihres Heeres. Die beiden Armeen stellten sich zum Kampf auf und ließen einen offenen Raum zwischen sich. In diesem Raum traten Aeneas und Achill hervor, bereit zu einem Duell Mann gegen Mann, während beide Heere und zahllose Zuschauer gespannt zusahen. Die Aufregung und Erwartung waren groß. Aeneas war für seine außergewöhnliche Stärke und seinen Mut berühmt, und jeder wusste, dass seine Mutter Aphrodite stets da war, um ihn zu leiten und zu schützen. Doch Achill hatte einen noch größeren Vorteil. Er war beinahe unbesiegbar. Als er noch ein Säugling war, hatte seine Mutter Tethys ihn in die magischen Wasser des Flusses Styx getaucht, was ihn unempfindlich gegenüber Verletzungen machte. Jeder Teil seines Körpers, der das Wasser berührte, wurde unzerstörbar. Doch Tethys hatte ihn beim Eintauchen an den Knöcheln gehalten, sodass diese verwundbar blieben. Dies war seine einzige Schwachstelle. Achill trug zudem einen prächtigen Schild, den seine Mutter eigens für ihn anfertigen ließ. Der Schild war aus 5 Metallschichten gefertigt, Messing an der Außenseite, Gold in der Mitte und ein weiteres geheimnisvolles Metall dazwischen. Er war kunstvoll mit filigranen Verzierungen versehen. Obwohl Achill beinahe unverwundbar war, gab ihm seine Mutter den Schild als zusätzlichen Schutz, als er sich auf den Weg machte, um im Trojanischen Krieg zu kämpfen. Die beiden Armeen beobachteten gespannt, wie die 2 großen Krieger aufeinander zugingen. Sogar die Götter und Göttinnen aus ihren himmlischen Palästen schauten voller Interesse hinab. Einige standen auf der Seite Aphrodites und empfanden Mitgefühl für ihren Sohn Aeneas, während andere Achill favorisierten.
Als Aeneas und Achill sich im offenen Raum zwischen den Heeren trafen, griffen sie nicht sofort an. Wie es in solchen Situationen üblich war, standen sie zunächst still, musterten sich und tauschten herausfordernde, zornige Blicke aus. Schließlich sprach Achill als erster: Was erhoffst du dir davon? Selbst wenn du überlebst und Troja rettest, wirst du niemals König sein. Ich weiß, dass du von königlichem Blut bist, doch König Priamos hat viele Söhne, die die rechtmäßigen Erben sind. Du wirst niemals herrschen. Und überhaupt, wie kannst du es wagen, gegen mich zu kämpfen? Ich bin der stärkste und tapferste aller Griechen und ich genieße die Gunst der Götter. Dann sprach Achill voller Stolz über seine edle Abstammung und prahlte mit seiner Stärke und Überlegenheit. Doch Aeneas erwiderte mit ebenso großem Selbstvertrauen: Du sprichst, als läge das Schicksal allein in deiner Hand, Achill, als würden die Götter selbst sich nach deinem Willen richten. Du verspottest mich wegen meiner Herkunft, als hinge der Wert eines Mannes von einem Thron ab, den er vielleicht niemals besteigen wird. Doch ich kämpfe nicht für eine Krone, nicht für leere Titel. Ich kämpfe für mein Volk, für mein Land und für die Ehre, die nur das Schlachtfeld verleihen kann. Du rühmst dich deiner Stärke, der Gaben deiner göttlichen Mutter, doch bilde dir nicht ein, dass du der Einzige mit göttlichem Blut bist. Auch ich bin von den Göttern geboren. Meine Mutter, die Göttin der Liebe, hat mich beschützt, so wie deine Mutter dich gerüstet hat. Doch verschwenden wir keine Worte, Achill. Der Wille der Götter liegt jenseits unseres Verständnisses, und nur der Klang von Stahl auf Stahl kann entscheiden, wessen Kraft größer ist. Wenn du dich für unbesiegbar hältst, dann stelle dich mir jetzt und lass die Götter richten, wer von uns den Sieg verdient. Anstatt weitere Worte zu verlieren, handelte Aeneas. Er schleuderte seinen Speer mit aller Kraft auf Achill. Der Speer traf Achilles Schild mit ungeheurer Wucht. Er durchbohrte 2 Metallschichten, doch er kam nicht über die goldene Mittelschicht hinaus und fiel wirkungslos zu Boden. Sofort schlug Achill zurück. Er schleuderte seinen eigenen Speer mit aller Kraft. Aeneas duckte sich tief, hielt sein Schild über seinen Kopf und machte sich bereit, den Aufprall abzufangen. Der Speer traf den oberen Rand seines Schildes, durchdrang ihn und flog knapp über seinen Rücken hinweg, bevor er tief in den Boden hinter ihm eindrang. Er blieb dort stecken, immer noch vibrierend von der Wucht des Wurfs. Aeneas kroch unter dem Speer hervor, sein Gesicht von Schock erfüllt. Ohne zu zögern zog Achill sein Schwert und stürmte vorwärts, bereit zum Kampf Mann gegen Mann. Aeneas, der sich von seinem knappen Entkommen erholte, ergriff einen gewaltigen Felsbrocken, so schwer, dass, laut Homer, 2 gewöhnliche Männer nötig gewesen wären, um ihn zu heben. Er bereitete sich darauf vor, ihn auf seinen heranstürmenden Feind zu schleudern. Doch bevor der Kampf weitergehen konnte, geschah etwas Unerwartetes. Die Götter hatten die Schlacht aufmerksam verfolgt. Einige standen auf der Seite von Aeneas, während andere Achill unterstützten. Neptun, der Gott des Meeres, war auf Aeneas Seite. Als er sah, dass Achill kurz davor war zuzuschlagen, entschied er sich einzugreifen. Im selben Moment ließ Neptun einen dichten, übernatürlichen Nebel über das Schlachtfeld ziehen, so dass Aeneas vor Achilles Augen verschwand. Dann zog Neptun Achilles Speer aus dem Boden und entfernte ihn aus dem Schild von Aeneas. Er ließ den Speer zu Achilles Füßen fallen. Schließlich hob er Aeneas in die Luft, für alle auf dem Schlachtfeld völlig unsichtbar, und trug ihn über die Köpfe der Soldaten und Pferde hinweg. Als der Nebel sich verzog, blickte Achill sich suchend um und stellte fest, dass Aeneas verschwunden war. Sein Speer lag zu seinen Füßen, doch sein Gegner hatte sich in Luft aufgelöst. Hallo! Wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2 – Der Fall Trojas. Nach der endgültigen Eroberung und Zerstörung Trojas machte Aeneas während seiner Reisen Halt in Karthago auf dem Weg nach Italien.
Laut der alten Überlieferung erzählte er dort, wie die Stadt eingenommen wurde und wie er selbst entkommen konnte. Eines Tages, nachdem der Krieg bereits lange gewütet und viele Schlachten gefordert hatte, bemerkten die Wachen auf den Mauern und Türmen Trojas ungewöhnliche Bewegungen im griechischen Lager. Die griechischen Soldaten schienen sich auf einen Abzug vorzubereiten. Zelte wurden abgebaut, Männer liefen geschäftig umher, ordneten Waffen und Vorräte, als würden sie für den Transport bereit machen. Am Ufer, das nicht weit entfernt lag, versammelte sich eine Flotte von Schiffen und es herrschte rege Aktivität am Strand. Ein Zeichen dafür, dass die Griechen sich offenbar auf die Abreise vorbereiteten. Bald verbreitete sich in der Stadt die Nachricht, dass die Griechen des langen Krieges überdrüssig geworden seien und sich nun auf den Rückzug vorbereiteten. Von den Stadtmauern aus beobachteten die Trojaner aufmerksam, ob dies tatsächlich wahr war. Schließlich, zu ihrer großen Freude, sahen sie, wie das griechische Lager vollständig abgebaut wurde. Eine nach der anderen verließen die einzelnen Soldatengruppen das Ufer und bestiegen ihre Schiffe, die anschließend in See stachen. Als es schließlich sicher schien, dass die Feinde wirklich verschwunden waren, öffneten die Trojaner die Stadttore. Eine riesige Menge, Soldaten, Bürger, Männer, Frauen und Kinder, strömte aus der Stadt hinaus, um das verlassene griechische Lager zu erkunden und die Abreise der Feinde zu feiern. Das Erste, was ihnen ins Auge fiel, war ein gewaltiges hölzernes Pferd, das im Lager zurückgelassen worden war. Die Trojaner versammelten sich darum, voller Erstaunen und Neugier. Aeneas erzählte später in seiner Erzählung, dass das Pferd so groß wie ein Berg gewesen sei. Doch da die Trojaner es später mit Seilen um den Hals in die Stadt zogen, anstatt es an den Beinen zu befestigen, was praktischer gewesen wäre, wenn es tatsächlich so gigantisch gewesen wäre, scheint der Vergleich mit einem Berg übertrieben. Oder vielleicht sprach er bildhaft, so wie Menschen heute sagen, dass die Wellen des Ozeans so hoch wie Berge seien, obwohl selbst die schlimmsten Stürme selten Wellen von mehr als 20 Fuß hervorbringen. Wie auch immer seine genaue Größe gewesen sein mag. Das Pferd war groß genug, um alle, die es sahen, zu beeindrucken und zu verwirren. Die Trojaner standen um das gewaltige Gebilde herum und rätselten darüber, warum die Griechen so etwas erschaffen und dann zurückgelassen hatten. Nach der ersten Verwunderung begannen sie zu diskutieren, was mit dem Pferd geschehen sollte. Es wurden viele unterschiedliche Meinungen geäußert. Der Befehlshaber sprach: Brüder, wir haben über viele Jahre tapfer gekämpft und heute haben uns die Götter den Sieg geschenkt. Seht euch dieses Geschenk an, dieses Monument unserer Ausdauer. Warum sonst hätten die Griechen eine solch gewaltige Struktur hinterlassen, wenn nicht als Gabe an uns? Dies ist keine List. Es ist eine Opfergabe, ein Zeichen ihrer Kapitulation, ein Tribut an unsere Stärke. Vergeuden wir keine Zeit mit Misstrauen. Stattdessen wollen wir die Götter ehren, indem wir dieses hölzerne Koloss in die Stadt bringen und ihn Athene widmen. Er soll im Tempel stehen, als Zeugnis der Macht Trojas, damit künftige Generationen ihn betrachten und sich an diesen Tag des Sieges erinnern. Der Anführer, der eine Falle vermutete, warnte: Narren! Habt ihr vergessen, mit wem wir es zu tun haben? Es sind die Griechen, die Meister der Täuschung, die Architekten des Untergangs. Haben sie nicht von Anfang an gegen uns intrigiert? Und nun lassen sie uns dieses gewaltige hölzerne Ungeheuer als Abschiedsgeschenk da? Seid nicht so blind. Dies ist kein Tribut, sondern Verrat. Was wissen wir wirklich darüber, was sich darin verbirgt? Ich sage, wir dürfen kein Risiko eingehen. Ne? Falls dies eine Falle ist, werden wir ihnen nicht die Genugtuung geben, sie über uns zuschnappen zu lassen. Holt Holz und Öl und lasst dieses Pferd in Flammen aufgehen. Das Feuer soll alles verschlingen, was die Griechen zurückgelassen haben. Der Mann, der nach Wahrheit verlangte, sprach: Wartet! Warum sollten wir etwas zerstören, dessen Zweck wir noch nicht einmal verstehen? Falls die Griechen uns eine Falle gestellt haben, dann sollten wir sie für alle sichtbar aufdecken. Falls sich Feinde in diesem Pferd verstecken, gibt es keinen besseren Weg, sie zu entlarven, als es mit unseren eigenen Händen zu öffnen.
Falls es leer ist, werden wir wissen, dass wir klug gehandelt haben. Und falls es tatsächlich eine Opfergabe ist, könnten wir danach entscheiden, was wir damit tun. Lasst uns nicht blind handeln, weder mit törichtem Vertrauen, noch mit unüberlegter Angst. Holt Äxte und Werkzeuge und lasst uns dieses hölzerne Ungeheuer öffnen, bevor wir über sein Schicksal entscheiden. In diesem Moment trat ein trojanischer Anführer namens Laokoon hervor. Er war entschieden dagegen, das Pferd in die Stadt zu bringen und warnte davor, dass es eine Falle sein könnte. Um seinen Verdacht zu zeigen, schleuderte er seinen Speer gegen die hölzerne Struktur. Der Speer traf das Holz und erzeugte einen tiefen, hohlen Klang. Was die Trojaner letztendlich entschieden hätten, ist ungewiss. Denn genau in diesem Augenblick geschah etwas völlig Unerwartetes, das alles veränderte. Eine Gruppe von Bauern und Hirten tauchte plötzlich aus den Bergen auf. Sie schrien laut, während sie einen gefangenen Griechen mit sich zerrten, den sie gefesselt hatten. Die Trojaner versammelten sich voller Aufregung um sie, riefen wütend und verlangten Rache. Viele forderten, den Gefangenen sofort zu töten. Der griechische Gefangene, in panischer Angst, flehte um Gnade und rief verzweifelt um Hilfe. Sinons Leid und seine verzweifelten Bitten erweichten schließlich die Herzen seiner Peiniger. Die Trojaner, die zunächst bereit gewesen waren, ihn zu töten, beruhigten sich und wurden neugierig darauf, was er zu sagen hatte. Sie begannen ihn zu befragen, und er antwortete. Er erzählte ihnen, dass sein Name Sinon sei und dass er ein Flüchtling sei, von seinen eigenen Landsleuten, den Griechen, im Stich gelassen, die ihn hatten töten wollen. Er erklärte, dass die griechischen Anführer schon lange versucht hatten, den Krieg zu beenden und Troja zu verlassen. Doch jedes Mal, wenn sie die Segel setzten, zwangen starke Winde und unruhige Meere sie zur Umkehr. Verwirrt und frustriert sandten sie Boten aus, um das Orakel des Apollo zu befragen und zu verstehen, warum die Götter ihre Abreise verhinderten. Das Orakel gab ihnen eine schreckliche Antwort. Es erklärte, dass die Griechen Troja nicht verlassen konnten, es sei denn, sie brächten zuvor ein Menschenopfer dar, um die Götter zu besänftigen. Dieses Opfer, so sagte das Orakel, würde von Apollo selbst bestimmt werden. Als die Griechen dies hörten, waren sie entsetzt. Niemand wusste, wer gewählt werden würde. Doch ihre Anführer waren entschlossen, dem Befehl des Orakels zu folgen. Odysseus befahl Kalchas, dem Hohepriester des Apollo, das Opfer zu benennen. 10 Tage lang schwieg Kalchas und wartete auf ein göttliches Zeichen. Schließlich verkündete er, dass der Auserwählte Sinon sei. Als dies verkündet wurde, verspürten die griechischen Soldaten große Erleichterung, dass sie selbst nicht gewählt worden waren. Eifrig bereiteten sie das Ritual vor. Ein Opferaltar wurde errichtet, und Sinon wurde in zeremonielle Gewänder gekleidet. Nach alter Sitte legte man ihm einen Kranz auf das Haupt, wie es vor einem Opfer üblich war. Doch kurz bevor das Ritual vollzogen werden konnte, gelang Sinon die Flucht. Er zerriss seine Fesseln und rannte in ein Sumpfgebiet in der Nähe des Ufers, wo er sich im dichten Gestrüpp versteckte, bis die griechische Flotte endgültig abgelegt hatte. Geschwächt, ausgehungert und völlig allein irrte er durchs Land, bis er schließlich von einheimischen Hirten gefunden, gefangen genommen und gefesselt wurde. Als Sinon seine Erzählung beendete, brach er in bittere Tränen aus. Er sagte den Trojanern, dass sie ihn vermutlich töten würden, und selbst wenn sie ihn verschonten, würden die Griechen, sobald sie nach Hause zurückkehrten, sicher seine Familie bestrafen. Seine Worte waren voller Verzweiflung und Kummer. Sinon sprach mit solcher Leidenschaft und Aufrichtigkeit, dass die Trojaner ihm jedes Wort glaubten. Sein Kummer schien echt, sein Leid schien aufrichtig. Die trojanischen Anführer empfanden Mitleid mit ihm und beschlossen, sein Leben zu verschonen. Priamos, der betagte König von Troja, war unter den Anwesenden. Berührt von Sinons Worten befahl er seinen Wächtern, ihn loszubinden, damit er als freier Mann vor ihnen stehen konnte.
Auch sprach er in sanftem und beruhigendem Ton zu ihm. Priamos sprach: Vergiss dein Volk, sie sind fort. Von nun an wirst du einer von uns sein. Wir werden für dich sorgen. Und nun erzähle uns, was ist mit diesem riesigen hölzernen Pferd? Warum haben die Griechen es erbaut und warum haben sie es hier zurückgelassen? Sinon, der vorgab, für die ihm erwiesene Gnade dankbar zu sein, tat so, als enthülle er nun die Wahrheit. Er erzählte den Trojanern, dass die Griechen das hölzerne Pferd als Ersatz für eine heilige Statue der Pallas errichtet hätten, ein göttliches Abbild, das sie aus Troja geraubt hatten. Die Griechen, so behauptete er, hätten ihre Tat bereut und geglaubt, dass sie die Götter erzürnt hätten. Um dies wieder gut zu machen, hätten sie das hölzerne Pferd als heilige Opfergabe erschaffen. Dann erklärte Sinon geschickt, warum das Pferd so enorm groß war. Die Griechen haben es so gewaltig gebaut, damit ihr Trojaner es nicht in eure Stadt bringen könnt. Solltet ihr es doch hineinführen, würdet ihr denselben göttlichen Schutz erhalten, den einst sie selbst besaßen. Sie wollten sicher gehen, dass ihr niemals von seiner magischen Kraft profitieren könnt. Die Trojaner hörten Sinons Worten mit großer Aufmerksamkeit zu und glaubten seiner Geschichte schnell. Er sprach mit solch überzeugender Leidenschaft, zeigte solch große Verzweiflung über sein Unglück, dass niemand an seinen Worten zweifelte. Selbst jene, die zuvor das hölzerne Pferd vernichten wollten, änderten ihre Meinung vollständig. Statt es als Bedrohung zu sehen, betrachteten sie es nun als ein heiliges Symbol, das geehrt und in die Stadt gebracht werden musste. Die letzten Zweifel, die einige noch hegten, wurden durch ein schockierendes Ereignis endgültig ausgelöscht. Ein Ereignis, das als göttliches Zeichen gedeutet wurde, als Strafe für Laokoon, der das hölzerne Pferd mit seinem Speer getroffen hatte. Die Trojaner hatten beschlossen, eine Opfergabe für Neptun, den Gott des Meeres, darzubringen. Um zu bestimmen, wer das Ritual vollziehen sollte, losten sie den Auserwählten aus, und das Schicksal fiel auf Laokoon. Als er mit seinen beiden jungen Söhnen begann, das Opfer vorzubereiten, geschah etwas Furchtbares. 2 riesige Schlangen erschienen plötzlich aus dem Meer. Die gewaltigen Kreaturen schwammen über die Wellen, ihre Köpfe ragten hoch aus dem Wasser, und dann glitten sie an Land. Schnell bewegten sie sich über die Ebene, ihre glänzenden Leiber schimmerten im Sonnenlicht, bedeckt mit leuchtenden Mustern. Ihre Augen glühten und ihre gespaltenen Zungen zuckten unheilvoll, während sie mit lautem Zischen vorwärts drangen und Schrecken unter den versammelten Trojanern verbreiteten. Die Menschen gerieten in Panik und flohen, doch die Schlangen beachteten niemanden außer Laokoons Söhnen. Die monströsen Ungeheuer wandten sich um die beiden Jungen, ihre mächtigen Leiber schlangen sich fest um sie. Die Knaben schrien in Schmerz und Angst, doch sie waren völlig in den tödlichen Windungen der Schlangen gefangen. Laokoon, der etwas entfernt gestanden hatte, eilte sofort herbei, um seine Söhne zu retten, als er das Geschehen erkannte. Er packte eine Waffe und rannte auf sie zu. Doch anstatt sie zu befreien, wurde er selbst zum nächsten Opfer. Die Schlangen griffen Laokoon an, schlangen ihre mächtigen Körper um seinen Hals und seine Brust. Sie pressten ihn mit unbändiger Kraft zusammen, während sie seine Söhne weiterhin fest in ihrem tödlichen Griff hielten. Die riesigen Schlangen hoben ihre Köpfe hoch über ihre Opfer und zischten triumphierend, während Laokoon und seine Söhne langsam ihre Kraft verloren. Als ihre Opfer schließlich leblos waren, lösten sich die Schlangen aus ihren Umklammerungen und glitten davon. Sie krochen zu einem nahegelegenen Tempel und rollten sich unter der Statue einer Göttin zusammen, als hätten sie ihre Aufgabe vollendet und würden sich nun zur Ruhe legen. Die tragische Geschichte des Laokoon wurde in späteren Zeiten berühmt, weil eine Statue erschaffen wurde, um dieses schreckliche Ereignis darzustellen. Die Statue wurde vor ungefähr 300 Jahren unter den Ruinen eines alten Gebäudes in Rom entdeckt. Ihr Dasein war bereits von dem römischen Schriftsteller Plinius erwähnt worden, der sie lange zuvor gesehen und beschrieben hatte, als sie noch in der Stadt stand. Er berichtete,
dass sie von 3 Künstlern erschaffen worden war, einem Vater und seinen 2 Söhnen, die mit großer Kunstfertigkeit und Mühe daran arbeiteten, sie aus einem einzigen Marmorblock zu meißeln. Die Statue zeigte Laokoon, seine beiden Söhne und die beiden Schlangen, die sich im tödlichen Kampf ineinander wandten. Nach dem Fall Roms ging die Statue für viele Jahrhunderte verloren. Die Menschen kannten sie nur noch durch Plinius' Beschreibung. Doch schließlich wurde sie wiederentdeckt, vergraben unter den Trümmern desselben Gebäudes, in dem Plinius sie einst gesehen hatte. Nach ihrer Wiederauffindung wurde sie sofort zu einer der am meisten bewunderten Skulpturen der Welt. Sie wurde in den Vatikan gebracht, wo sie bis heute verbleibt. Der Besitzer des Landes, auf dem sie gefunden wurde, erhielt eine großzügige Belohnung. Seitdem wurden zahllose Zeichnungen und Kopien der Statue angefertigt, und das Original gilt nun als eines der größten Kunstwerke der Geschichte. Laokoon befindet sich im Zentrum der Szene, mit den Schlangen, die sich um ihn winden, während er in Angst und Schmerz kämpft und verzweifelt versucht, sich zu befreien. Sein Gesicht ist von Qual gezeichnet. Eine der Schlangen hat einen seiner Söhne gebissen, und der Junge bricht unter der Wirkung des Giftes zusammen. Der andere Junge, von Furcht überwältigt, versucht vergeblich seinen Fuß zu befreien, der fest in den Windungen der zweiten Schlange gefangen ist. Die gesamte Szene ist sowohl erschreckend als auch kraftvoll, und doch besitzt sie eine seltsame Schönheit, die alle Betrachter in ihren Bann zieht. Diese Verbindung von Tragik und künstlerischer Meisterschaft hat sie zu einem der bewunderten Werke der Bildhauerei gemacht. Zurück zur Geschichte. Die Trojaner betrachteten dieses erschütternde Ereignis als ein Zeichen der Götter. Sie glaubten, dass Laokoon für seinen Angriff auf das hölzerne Pferd bestraft worden war und wurden dadurch noch stärker davon überzeugt, dass das Pferd heilig war und mit größtem Respekt behandelt werden musste. Ohne weitere Zweifel beschlossen sie, es in die Stadt zu bringen. Die Vorbereitungen begannen sofort. Die Trojaner hoben das gewaltige Pferd vom Boden und befestigten Räder oder Rollen an seinen Füßen, um es leichter bewegen zu können. Lange Seile wurden um seinen Hals gebunden, und große Gruppen von Soldaten und Bürgern stellten sich auf, um es in die Stadt zu ziehen. Eine feierliche Prozession wurde organisiert. Angeführt wurde sie von den Heerführern und hochrangigen Beamten der Stadt. Dahinter marschierten Gruppen von Jungen und Mädchen, geschmückt mit Kränzen und Girlanden, während sie heilige Hymnen sangen, um den feierlichen Anlass zu ehren. Da das hölzerne Pferd zu groß war, um durch die Stadttore zu passen, rissen die Trojaner einen Teil der Stadtmauer ein, um eine Öffnung zu schaffen, die breit genug war, um es hindurchzuziehen. Als alles bereit war, wurden die Seile gespannt, das Signal gegeben, und die riesige Struktur setzte sich langsam in Bewegung. Trotz vieler Schwierigkeiten und Verzögerungen gelang es ihnen schließlich, das Pferd in die Stadt zu bringen und es im Hof eines großen öffentlichen Gebäudes aufzustellen. Danach wurde die Mauer wieder aufgebaut, und als der Tag sich dem Ende neigte, legte sich die Nacht über Troja. Die Menschen, zufrieden mit ihrer Arbeit, kehrten in ihre Häuser zurück und schliefen ein. Bald war die gesamte Stadt in Stille gehüllt, abgesehen von den Wachen, die weiterhin an den Toren und auf den Mauern ihren Posten hielten. In der Zwischenzeit war die griechische Flotte, die vorgegeben hatte, fortzusegeln, nicht weit gekommen. Statt die Heimreise anzutreten, hatten sich die Schiffe auf der nahegelegenen Insel Tenedos versteckt, nur eine kurze Strecke vom Festland entfernt. Den ganzen Tag über warteten sie dort. Sobald die Nacht hereinbrach, segelten sie lautlos und vorsichtig zurück an die Küste. Die griechischen Soldaten landeten heimlich und näherten sich den Mauern Trojas im Schutz der Dunkelheit. Innerhalb der Stadt lag Sinon, der die Trojaner mit seiner Geschichte getäuscht hatte, scheinbar schlafend in seinem Quartier. Doch sobald alles ruhig war, stand er leise auf und schlich durch die Straßen zum hölzernen Pferd. Dort fand er eine verborgene Tür in der Seitenwand der Konstruktion und öffnete sie.
Einer nach dem anderen kletterten bewaffnete griechische Krieger aus ihrem Versteck. Sobald sie auf dem Boden standen und ihre Rüstungen angelegt hatten, bewegten sie sich schnell in Richtung der Stadtmauern. Sie griffen die trojanischen Wachen an und töteten sie, noch bevor diese überhaupt begriffen, was geschah. Danach rannten sie zu den Stadttoren, öffneten die Riegel und warfen sie weit auf. Draußen, in der Dunkelheit, wartete das gesamte griechische Heer auf das Zeichen. Jetzt, da die Tore offen waren, stürmten sie in die Stadt, und Trojas letzte Nacht hatte begonnen. Aeneas schlief in seinem Haus, während all dies geschah. Sein Heim befand sich in einem ruhigen und abgelegenen Teil der Stadt. Doch plötzlich wurde er von fernen Rufen und dem Lärm eines Kampfes geweckt. Er sprang aus seinem Bett, zog hastig seine Kleidung an und eilte auf das Dach seines Hauses, um zu sehen, was vor sich ging. Von dort aus konnte er Flammen aus mehreren Gebäuden aufsteigen sehen, genau in dem Teil der Stadt, in den die Griechen eingedrungen waren. Er lauschte genau und hörte deutlich die Schreie der Männer und das Dröhnen von Trompeten, die Alarm schlugen. Ohne zu zögern riss er seine Waffen an sich und stürzte auf die Straßen, rufend, um die Menschen um ihn herum zu wecken und sie auffordernd, ihre Waffen zu ergreifen und zu kämpfen. Als Aeneas durch die Straßen rannte, sah er plötzlich einen trojanischen Freund namens Pantheus auf ihn zukommen. Pantheus wirkte völlig verängstigt und verwirrt. In seiner Hand hielt er die eines kleinen Jungen, seines Sohnes, der blass vor Angst war. Aeneas blieb stehen, hielt ihn zurück und fragte, was geschehen sei. Keuchend, mit abgehackten Worten, erklärte Pantheus: Aeneas, es ist vorbei! Die Stadt, unser geliebtes Troja, existiert nicht mehr. Die griechischen Krieger, die sich in diesem verfluchten hölzernen Pferd versteckt hatten, sind hervorgekommen. Sie warteten, bis die tiefste Nacht hereinbrach, bis alle schliefen. Dann schlugen sie zu. Sie töteten unsere Wächter, ohne einen Laut, schnitten ihnen die Kehlen durch wie wehrlosen Lämmern und rissen die Tore auf. Das gesamte griechische Heer strömte ins Innere. Die Straßen, Götter, helft uns, die Straßen sind voller Feinde. Sie haben jede Fluchtmöglichkeit versperrt. Es gibt keinen Ausweg. Die Tempel stehen in Flammen, die Häuser zerfallen zu Asche. Blut fließt durch die Gassen, und die Schreie der Sterbenden übertönen selbst die Stimmen der Götter. Troja kann nicht mehr gerettet werden. Alles ist verloren. Als Aeneas dies hörte, erfüllten ihn und die Männer, die sich um ihn versammelt hatten, Wut und Verzweiflung. Sie wussten, dass es keine Hoffnung auf einen Sieg gab, doch sie beschlossen, bis zum Tod zu kämpfen, entschlossen, so viele Feinde wie möglich mit sich zu nehmen. Sie eilten vorwärts, geleitet vom Feuerschein und dem entfernten Schlachtenlärm, der durch die dunklen, rauchgefüllten Straßen hallte. Als sie sich durch die Stadt bewegten, fanden sie sich inmitten entsetzlicher Szenen der Zerstörung wieder. Szenen, wie sie entstehen, wenn eine Stadt inmitten der Nacht geplündert und niedergebrannt wird. Sie trafen auf eine Gruppe griechischer Soldaten, kämpften erbittert gegen sie und töteten sie. Dann nahmen sie die Rüstungen der gefallenen Griechen und legten sie an, in der Hoffnung, sich als Feinde getarnt unbemerkt durch die Reihen der Eindringlinge bewegen zu können, um kleinere Gruppen durch Überraschungsangriffe zu vernichten. Als sie weiterzogen, sahen sie Prinzessin Kassandra, die junge Tochter von König Priamos. Griechische Soldaten schleppten sie aus einem Tempel, in dem sie Zuflucht gesucht hatte. Aeneas und seine Männer stürzten sich auf ihre Entführer, um sie zu befreien, doch plötzlich wurden sie von zwei Seiten angegriffen, von den Griechen, die Kassandra gefangen hielten, und von anderen Trojanern, die sie aufgrund ihrer griechischen Rüstungen für Feinde hielten. Sie sahen, wie der Königspalast unter schwerem Angriff stand. Die Griechen hatten eine Schildkrötenformation gebildet, eine militärische Taktik, bei der Soldaten ihre Schilde über ihre Köpfe hielten wie eine schützende Panzerung und nutzten sie, um die Palastmauern zu erklimmen und einzubrechen. Die gesamte Stadt versank im Chaos.
Die Flammen warfen einen gespenstischen roten Schein auf die Straßen, während Schreie, Rauch und das unablässige Getöse des Kampfes die Luft erfüllten. Es war eine Nacht voller Schrecken und Verwirrung. Aeneas beobachtete den Angriff auf den Palast von einem hohen Gebäude aus, auf das er geklettert war, um einen besseren Überblick zu bekommen. In der Nähe befand sich ein hoher, schmaler Wachturm, der einst errichtet worden war, damit die Wachen die gesamte Stadt und sogar das ferne Meer überblicken konnten. Gemeinsam mit den Trojanern, die bei ihm waren, zerschnitt er die Basis des Turms und stürzte ihn um, direkt auf die darunter stehenden griechischen Soldaten. Viele wurden unter den herabfallenden Trümmern begraben und ihre Schildkrötenformation, jene schützende, schildbedeckte Kriegsformation, die zur Eroberung von Festungen genutzt wurde, vernichtet. Doch die Griechen formierten sich schnell neu. Einige erklommen weiterhin die Mauern, während andere mit Rammböcken und Belagerungswaffen gegen die Tore vorrückten. Der Palast, die letzte Bastion Trojas, wurde bald durchbrochen, und die wütenden feindlichen Krieger strömten in sein Inneres. Von den Dächern aus sahen Aeneas und seine Gefährten eine schreckliche Szene. Als die Mauern des Palastes unter den mächtigen Schlägen der griechischen Belagerungswaffen einstürzten, wurde das Innere des Palastes vollständig sichtbar, erhellt von den Flammen, die sich über die Stadt ausbreiteten. Drinnen erfüllten panische Schreie die Luft. Die einst prächtigen und friedlichen Hallen des Palastes waren nun erfüllt von Chaos und Angst. Wer nach unten blickte, konnte sehen, wie die Trojaner um ihr Leben rannten. Männer, die verzweifelt kämpften, junge Frauen, die sich schutzsuchend an Altäre klammerten, und Mütter, die in aller Eile nach einem sicheren Versteck für ihre Kinder suchten. König Priamos, alt und schwach, wurde durch den furchtbaren Lärm geweckt. Trotz seines Alters legte er seine Rüstung an und bereitete sich darauf vor, zu kämpfen. Doch seine Frau, Königin Hekabe, flehte ihn an, es nicht zu tun. Sie wusste, dass die Schlacht längst verloren war und dass ein Widerstand nur den Zorn der Griechen weiter anfachen würde und damit den sicheren Tod für sie alle bedeutete. Stattdessen überredete sie ihn, seine Waffen niederzulegen und mit ihr zu einem Altar in einem der Palasthöfe zu gehen. Dieser Altar war ein heiliger Ort, an dem kein Blut vergossen werden durfte, nicht einmal das eines Feindes. Hekabe hoffte, dass die Griechen die Götter respektieren und sie verschonen würden, wenn sie dort Schutz suchten. Priamos willigte widerstrebend ein und folgte ihr zum Altar. Dieser Plan hätte vielleicht funktioniert, doch dann geschah etwas Schreckliches. Während der König und die Königin neben dem Altar saßen, rannte plötzlich einer ihrer Söhne auf sie zu. Sein Körper war von tiefen Wunden gezeichnet und er blutete stark. Griechische Soldaten verfolgten ihn, ihre Waffen zum tödlichen Schlag bereit. Der junge Mann stolperte, fiel zu Boden und starb vor den Füßen seiner Eltern. Sein Blut bildete eine dunkle Lache um ihn herum. Priamos, überwältigt von Trauer und unbändigem Zorn, sprang auf. Er ergriff eine Lanze, erhob seine Stimme in Wut und verfluchte die Mörder seines Sohnes. Dann schleuderte er die Waffe mit aller Kraft auf den griechischen Anführer. Doch die Lanze prallte wirkungslos von dessen Schild ab, ohne auch nur den geringsten Schaden zu verursachen. Statt die Griechen aufzuhalten, schürte Priamos' Angriff nur noch mehr ihren Zorn. Der griechische Feldherr stürmte nach vorne, packte den alten König bei den Haaren und zerrte ihn über den Boden, durch das Blut seines eigenen Sohnes. Er schleifte Priamos bis vor den Altar, hob sein Schwert und rammte es tief in den Körper des Königs, bis der gesamte Griff in der Wunde verschwand. Dann schleuderte er Priamos' leblosen Körper auf den sterbenden Sohn. Mit dem Tod von König Priamos war alle Hoffnung für Troja endgültig verloren. Die Stadt stand nun vollständig unter griechischer Kontrolle. Der Palast war zerstört, die königliche Familie ausgelöscht, die letzten Verteidiger besiegt. Die verbleibenden Trojaner wussten, dass es nichts mehr gab, wofür sie kämpfen konnten. Kapitel 3 Auf der Suche nach dem gelobten Land.
Von einem nahegelegenen Gebäude aus beobachtete Aeneas, wie der Palast fiel und König Priamos getötet wurde. In diesem Moment erkannte er, dass alle Hoffnung verloren war. Seine einzige Sorge war nun, sich selbst und seine Familie vor der völligen Zerstörung der Stadt zu retten. Er dachte an seinen Vater Anchises, der alt und schwach war, ungefähr im selben Alter wie Priamos, den er gerade hatte sterben sehen. Er dachte an seine Frau, die er zu Hause zurückgelassen hatte, und an seinen jungen Sohn Ascanius. Ein furchtbarer Schrecken packte ihn. Was, wenn die Griechen bereits sein Haus erreicht hatten? Was, wenn sie in diesem Moment seine Familie angriffen? Entschlossen, sofort nach Hause zu eilen, blickte Aeneas um sich, um zu sehen, ob noch Gefährten bei ihm waren. Doch niemand war mehr da. Einige waren von den Mauern gesprungen und hatten in anderen Teilen der Stadt Zuflucht gesucht. Andere waren in den Flammen gestorben. Wieder andere waren von Pfeilen oder Speeren getroffen worden und lagen leblos in den Straßen. Die Griechen hatten diesen Teil der Stadt bereits verlassen, nachdem sie den Palast zerstört hatten, und waren weitergezogen, um andere Viertel anzugreifen. Während sie in der Ferne Siegesrufe ausstießen, erkannte Aeneas, dass er nun völlig allein war. Vorsichtig kletterte er von den Ruinen hinab und bewegte sich leise und bedacht durch die brennende Stadt, um den überall lauernden Gefahren zu entgehen. Er eilte in Richtung seines Hauses, entschlossen, seine Frau und seinen Sohn zu retten. Als er sich durch die Schatten der Trümmer bewegte, bemerkte er eine Gestalt, die sich in der Nähe eines Altars versteckte. Er blieb stehen und blickte genauer hin. Es war Helena. Helena war eine griechische Prinzessin und die frühere Ehefrau von Menelaos, dem König von Sparta. Vor vielen Jahren war sie mit Paris, dem Sohn von König Priamos, nach Troja geflohen. Dieses Ereignis hatte den gesamten Krieg ausgelöst. Zunächst waren Menelaos und seine Verbündeten nach Troja gekommen, um Helenas Rückkehr zu fordern, doch Paris weigerte sich. Wütend kehrte Menelaos nach Griechenland zurück und sammelte ein mächtiges Heer, um Troja zu erobern und sie mit Gewalt zurückzubringen. Deshalb gaben viele Trojaner Helena die Schuld an dem schrecklichen Krieg, der ihre Stadt zerstört und ihr Volk ins Verderben gestürzt hatte. Aeneas, bereits erfüllt von Schmerz und Zorn, spürte nun brennenden Hass, als er Helena dort kauern sah. Für ihn war sie die Ursache allen Leids, der Grund dafür, dass seine Heimat, seine Stadt und sein Volk ausgelöscht wurden. Sein Hass überwältigte ihn. »Ich werde sie töten«, dachte er, während er mit gezücktem Schwert auf ihr Versteck zustürmte. Für einen Moment zögerte er. Es lag keine große Ehre darin, eine Frau zu töten, doch dann redete er sich selbst gut zu. Es ist wahr, dass es keine große Ehre ist, Rache an einer Frau zu üben oder sie für ihre Verbrechen zu bestrafen. Dennoch werde ich sie töten, und man wird mich dafür loben. Sie soll nicht ungestraft bleiben, nachdem sie uns ins Verderben gestürzt hat. Sie soll nicht entkommen, nicht nach Griechenland zurückkehren und dort erneut als Königin herrschen. Gerade als Aeneas mit erhobenem Schwert auf Helena losstürmte, wurde sein Weg plötzlich versperrt. Vor ihm stand seine Mutter, die Göttin Aphrodite. Sie streckte die Hand aus, fasste sanft die seine und sprach mit ruhiger, besänftigender Stimme. Sie bat ihn, seinen Zorn loszulassen. Helena ist nicht die Ursache für Trojas Untergang. Der Fall der Stadt wurde von den Göttern bestimmt, und kein Mensch hätte ihn verhindern können. Es ist sinnlos, sich dem Schicksal zu widersetzen oder Rache an einer Frau zu üben, die keinerlei Kontrolle über das Geschehene hatte. Vergiss Helena. Denk an deine Familie. Wo ist dein Vater? Deine Frau? Dein junger Sohn? Selbst jetzt, während du hier in sinnlosem Zorn verweilst, schweben sie in höchster Gefahr. Die Stadt ist voller Feinde, die nur darauf warten, sie zu töten. Geh zu ihnen, rette sie. Ich werde mit dir sein, auch wenn du mich nicht siehst, und ich werde dich und deine Liebsten vor jedem Unheil bewahren.
Kaum hatte Aphrodite ihre Worte gesprochen, verschwand sie. Aeneas, der die Bedeutung ihrer Warnung sofort erkannte, ließ Helena stehen und rannte in Richtung seines Hauses. Während er durch die brennenden Straßen eilte, bemerkte er, dass sich ihm der Weg auf wundersame Weise öffnete. Bewaffnete Feinde gingen an ihm vorbei, ohne ihn zu sehen, und Gefahren wichen ihm aus. Nun wusste er mit Sicherheit, dass seine Mutter ihn wirklich führte und beschützte. Als Aeneas endlich sein Haus erreichte, war das Erste, was er sah, sein Vater Anchises. Außer Atem von seinem rasenden Lauf durch die Stadt rief er ihm zu: Troja ist verloren. Wir müssen fliehen. Wir müssen in die Berge entkommen, bevor es zu spät ist. Doch Anchises weigerte sich mitzugehen. Du bist jung, du hast eine Zukunft, die es wert ist, gerettet zu werden. Doch ich bin alt. Mein Leben neigt sich dem Ende zu. Ich werde nicht fliehen, nur um meine letzten Tage in Elend und Verbannung zu verbringen. Wenn die Götter gewollt hätten, dass ich überlebe, hätten sie meine Stadt bewahrt. Meine Heimat ist hier, ich werde bleiben und mit ihr untergehen. Er drehte sich um, sein Gesicht voller Trauer, und weigerte sich, sich umstimmen zu lassen. Auch Aeneas Frau Creusa schloss sich der Bitte ihres Mannes an, doch Anchises blieb unbeirrt. Verzweifelt traf Aeneas eine kühne Entscheidung. Wenn du bleibst, bleibe ich. Wenn wir sterben müssen, dann sterben wir zusammen. Er rief nach seiner Rüstung, bereit, wieder hinaus in die Straßen zu gehen und bis zum Ende zu kämpfen, entschlossen, so viele Feinde wie möglich mit in den Tod zu reißen. Doch gerade als er das Haus verlassen wollte, stürzte Creusa weinend auf ihn zu. Sie fiel an der Tür nieder, ihren kleinen Sohn Ascanius in den Armen. Mit einer Hand hielt sie das Kind fest, mit der anderen umklammerte sie Aeneas Knie und flehte ihn verzweifelt an. Bitte, bleib und beschütze uns. Wirf dein Leben nicht weg. Wenn du gehst, dann nimm uns mit, damit wir wenigstens gemeinsam sterben können. Die Diskussion darüber, ob sie fliehen oder bleiben sollten, dauerte noch eine Weile an. Doch schließlich gab Anchises nach und willigte ein, mit ihnen zu fliehen. Sie bereiteten sich darauf vor, die brennende Stadt zu verlassen. Währenddessen wurden die Kampfschreie und das Chaos in den Straßen immer lauter und rückten näher. Die Flammen breiteten sich weiter aus, und an verschiedenen Stellen der Stadt loderten neue Feuer in den Himmel. Es war klar, dass sie keine Zeit mehr zu verlieren hatten. Aeneas überlegte schnell und entwickelte einen Fluchtplan. Anchises war zu schwach, um allein durch die Stadt zu gehen, also beschloss Aeneas, ihn auf seinen Schultern zu tragen. Ascanius würde an seiner Seite laufen und die Hand seines Vaters halten. Creusa sollte ihnen dicht folgen, um nicht in den dunklen und chaotischen Straßen verloren zu gehen. Die Diener sollten getrennt in verschiedene Richtungen fliehen, um keine Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zu ziehen. Ihr Treffpunkt war ein altes, verlassenes Heiligtum außerhalb der Stadt, neben einer hohen, uralten Zypresse, die als Orientierungspunkt diente. Sobald der Plan feststand, brachen sie sofort auf. Aeneas legte sich das Fell eines Löwen über die Schultern, um seinen Vater leichter tragen zu können. Anchises hielt die Hausgötter in den Händen, kleine heilige Statuen, die den göttlichen Schutz des Hauses verkörperten. In jenen Zeiten waren dies die wertvollsten Besitztümer eines Hauses, und ihre Rettung war ein letzter Akt der Hingabe. Aeneas selbst durfte sie nicht berühren, da seine Hände nach der Schlacht unrein waren, also nahm Anchises sie an sich. Mit Ascanius an der Hand führte Aeneas die Gruppe durch die dunklen, zerstörten Straßen, während Creusa hinter ihnen folgte. Die Stadt lag größtenteils im Schatten, nur hier und da erhellte das ferne Licht brennender Gebäude die Dächer, Türme und Mauern. Doch die Straßen selbst blieben düster und voller Gefahren. Aeneas bewegte sich vorsichtig, blieb nahe an den Wänden und suchte Schutz in engen Gassen, wann immer es möglich war. Er war die ganze Zeit angespannt. Er fürchtete, dass jeden Moment ein griechischer Soldat auftauchen und angreifen könnte oder dass ein umherirrendes Geschoss seinen Vater oder Creusa treffen könnte.
Würden sie entdeckt werden, hätte er keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, da er seinen Vater trug und seine Hände nicht frei hatte. Eine Weile verlief alles nach Plan. Sie vermieden alle Gefahren, und Hoffnung keimte auf, dass sie es lebend aus der Stadt schaffen könnten. Doch gerade als sie das Stadttor erreichten und glaubten, fast in Sicherheit zu sein, brach plötzlich in ihrer Nähe ein lauter Tumult aus. Eine panische Menschenmenge stürmte auf sie zu, rufend und schreiend. Chaos breitete sich aus, und zwischen den fliehenden Menschen erkannte Aeneas die Silhouetten griechischer Soldaten, deren Waffen im schwachen Licht aufblitzten. Anchises, von Angst ergriffen, rief Aeneas zu, er solle schneller laufen oder einen anderen Ausweg suchen. Für einen Moment geriet Aeneas in Panik. Der Lärm, die Verwirrung und die in alle Richtungen rennenden Menschen erschwerten es ihm, klar zu denken. Er lief in verschiedene Richtungen, suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Doch überall, wo er hinlief, drängten sich verzweifelte Flüchtende und versperrten ihm den Weg. Schließlich, nach großer Mühe, fand er einen Fluchtweg aus der Stadt. Schwer atmend rannte er weiter, bis er den vereinbarten Treffpunkt auf dem Hügel erreichte. Dort setzte er seinen Vater sanft ab und blickte sich um. Doch Kreusa war nicht da. Aeneas erschrak zutiefst, als er merkte, dass Kreusa fehlte. Erschüttert vor Angst und Trauer rief er verzweifelt nach ihr. Doch schnell erinnerte er sich daran, dass dies nicht der Moment für Klagen war, sondern für entschlossenes Handeln. Sofort führte er seinen Vater und seinen Sohn in ein verstecktes Tal hinter dem Hügel, wo sie in Sicherheit waren. Dort übergab er sie den Dienern, damit sie sich um sie kümmerten. Dann rüstete er sich zum Aufbruch, um Kreusa zu suchen. Bevor er zurückkehrte, legte Aeneas seine gesamte Rüstung an. Entschlossen, jedem Feind entgegenzutreten, um seine Frau zu retten. Er betrat Troja erneut durch dasselbe Tor, durch das er zuvor geflohen war, und verfolgte seinen Weg durch die Ruinen zurück. Die Stadt war im völligen Chaos versunken. Überall loderten Feuer, erhellten die dunklen Straßen und ließen Gebäude in Flammen einstürzen. Aeneas suchte verzweifelt nach Kreusa, rief laut ihren Namen, doch sie war nirgends zu finden. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Vielleicht war sie zurück nach Hause gelaufen, in der Hoffnung, dort in Sicherheit zu sein. Mit letzter Hoffnung rannte er los, sein Herz raste. Doch als er an seinem Haus ankam, wurde seine schlimmste Befürchtung wahr. Sein Zuhause stand in Flammen. Die umliegenden Gebäude brannten und die Straßen waren mit Trümmern, Möbeln und Habseligkeiten übersät. Dinge, die Menschen noch in letzter Panik zu retten versucht hatten, bevor sie flohen. Überlebende standen in der Nähe und sahen hilflos zu, wie alles, was sie besessen hatten, vernichtet wurde. Ihre Gesichter waren von tiefer Trauer und Entsetzen gezeichnet. Aeneas schrie Kreusas Namen, rannte durch die Menge, flehte um jede Spur von ihr. Doch niemand hatte sie gesehen. Er weigerte sich aufzugeben. Er rannte weiter durch die rauchgefüllten Straßen, hielt jeden an, den er kannte, fragte verzweifelt nach ihr. Doch nirgendwo gab es eine Spur von Kreusa. Dann, plötzlich, in einer stillen Ecke der Stadt, blieb Aeneas abrupt stehen. Vor ihm stand eine geisterhafte Gestalt. Es war Kreusa, doch nicht so, wie er sie im Leben gekannt hatte. Ihr Körper war größer als zuvor, ihr Erscheinungsbild schimmerte wie ein Geist, und ihr Gesicht war ruhig und friedlich. Aeneas erkannte sofort, dass dies nicht die Kreusa war, die er kannte. Sie war nicht mehr am Leben. Zuerst ergriff ihn Furcht, doch dann begann Kreusa zu sprechen. Ihre Stimme war sanft und beruhigend. Mein geliebter Mann, fürchte dich nicht, trauere nicht um mich. Alles, was geschehen ist, war von den Göttern bestimmt. Es war kein Zufall, dass ich nicht mit dir entkommen konnte. Mein Schicksal war längst besiegelt. Du aber darfst nicht hier bleiben und nach mir suchen. Dein Schicksal liegt woanders. Du wirst viele Prüfungen bestehen müssen, lange Jahre des Wanderns über Land und Meer.
Doch am Ende wirst du eine friedliche Heimat an den Ufern des Tiberflusses finden. Dort wirst du ein neues Reich gründen. Dort erwartet dich ein neues Leben und eine neue Braut. Also trauere nicht um mich. Sei stattdessen dankbar, dass ich nicht in die Hände der Feinde fiel und als Sklavin nach Griechenland verschleppt wurde. Ich bin frei. Sorge dich um unseren Sohn Ascanius. Liebe ihn um meinetwillen. Beschütze ihn immer. Leb wohl, mein Geliebter. Kaum hatte Krösers Geist ihre Worte beendet, begann ihre Gestalt zu verblassen. Verzweifelt streckte Aeneas seine Hände nach ihr aus, doch seine Arme glitten einfach durch sie hindurch. Sie war nichts als ein Schatten, unerreichbar für ihn. Noch bevor er etwas sagen konnte, war sie verschwunden. Aeneas blieb allein in der dunklen, leeren Straße zurück. Schließlich, erfüllt von tiefer Trauer und schwerem Nachdenken, drehte er sich langsam um und machte sich auf den Weg zurück zu den Stadttoren. Von dort aus begab er sich ins verborgene Tal, wo er seinen Vater Anchises und seinen Sohn Ascanius zurückgelassen hatte. Als Aeneas ankam, fand er sie wohlbehalten wartend vor. Jetzt wusste er mit Gewissheit, dass es für sie in Troja keine Zukunft mehr gab. Die Stadt war zerstört, es war Zeit, für immer zu gehen. Die Gruppe versteckte sich einige Tage in den Bergen, während Aeneas Pläne schmiedete, um das Land Troja endgültig zu verlassen. Sobald die griechischen Invasoren abzogen, begannen Aeneas und seine Männer mit dem Bau von Schiffen. In jenen Zeiten wurden Schiffe sowohl zum Rudern als auch zum Segeln gebaut. Daher fertigten sie robuste Schiffe an, die für lange Seereisen geeignet waren. Während die Arbeit fortschritt, begannen nach und nach kleine Gruppen überlebender Trojaner im Lager von Aeneas einzutreffen. Einige hatten sich in den Hügeln und Wäldern versteckt und kamen erst herunter, als sie hörten, dass die Griechen fort waren. Andere hatten während des Angriffs fliehen können und suchten nun nach einer neuen Heimat. Mit der Zeit wuchs die Gruppe von Aeneas und ebenso die Anzahl der Schiffe, die sie bauten. Als schließlich alles bereit war, hatte Aeneas eine große Gemeinschaft von Überlebenden um sich versammelt. Eine starke Flotte von Schiffen und Kriegern. Endlich war der Tag der Abreise gekommen. Die Trojaner luden ihre Schiffe mit so vielen Vorräten, wie sie tragen konnten. Dann bestieg Aeneas mit seinem Vater Anchises und seinem jungen Sohn Ascanius die Flotte. Ein günstiger Wind blies und die Schiffe setzten die Segel. Während sie sich von der Küste entfernten, drängten sich die Männer und Frauen auf den Decks und warfen einen letzten Blick zurück. Das Land Troja, ihre Heimat, der Ort ihrer Geburt, war nun nur noch eine brennende Ruine hinter ihnen. Sie wussten, dass sie niemals zurückkehren würden. Das erste erreichbare Land war Thrakien, ein Gebiet nördlich der Ägäis, jenseits des Hellespont. Aeneas steuerte die Flotte nordwärts, und nach einer kurzen Reise landeten sie an der thrakischen Küste. Er hoffte, sich dort niederlassen zu können, doch ein schreckliches Ereignis zwang ihn zur sofortigen Abreise. Nach der Ankunft errichteten die Trojaner einen Altar am Ufer, um den Göttern für ihre sichere Überfahrt zu danken. Aeneas wollte den Altar mit frischen Zweigen schmücken, also ging er zu einem nahegelegenen Myrtenstrauch und begann, einige grüne Triebe auszureißen. Doch in dem Moment, als er eine der Pflanzen aus dem Boden zog, geschah etwas Entsetzliches. Blut begann aus den Wurzeln zu tropfen. Dunkle Tropfen menschlichen Blutes sickerten aus dem gebrochenen Stängel und fielen auf die Erde. Aeneas erstarrte vor Entsetzen, unsicher, was er da gerade gesehen hatte. Zittrig sprach er ein Gebet zu den Göttern, flehte um Schutz und eine Erklärung für dieses schreckliche Zeichen. Noch immer bebend griff er nach einem weiteren Zweig und riss ihn aus der Erde. Diesmal erklang ein tiefes, schmerzerfülltes Stöhnen aus dem Boden. Dann erhob sich eine geisterhafte Stimme. Hör auf, störe mich nicht. Du reißt keine Pflanze aus. Du verletzt einen Mann. Ich bin Polydoros. Der König von Thrakien hat mich getötet
und mein Körper wurde hier unbestattet zurückgelassen. Ich bin zu diesem Myrtenstrauch geworden. Polydoros war der jüngste Sohn von König Priamos von Troja. Jahre zuvor hatte Priamos ihn nach Thrakien geschickt, um dort am Hof des thrakischen Königs erzogen zu werden. Er hatte ihm Gold und Schätze mitgegeben, damit er dort in Wohlstand leben konnte. Doch als Troja fiel und Priamos getötet wurde, sah der thrakische König seine Gelegenheit. Er verriet Polydoros, ermordete ihn und nahm sein Vermögen für sich. Aeneas und seine Männer waren zutiefst erschüttert, als sie erfuhren, was geschehen war. Es war klar, dass Thrakien kein sicherer Ort für sie war, also beschlossen sie, sofort weiterzuziehen. Doch zuvor hielten sie eine ehrenvolle Bestattung für Polydoros ab, um seine Seele zur Ruhe kommen zu lassen. Erst nachdem die Riten vollzogen waren, bestiegen sie schweigend ihre Schiffe und segelten erneut davon. Monatelang irrten sie über das Mittelmeer, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Sie kämpften gegen Stürme, ertrugen viele Entbehrungen und begegneten fremden Völkern. Immer wieder suchten sie Rat bei Orakeln, um den richtigen Weg zu finden. An einem dieser heiligen Orte fragten sie, wo sie sich niederlassen sollten. Die Antwort des Orakels war rätselhaft: Geht in das Land eurer Vorfahren. Aeneas wandte sich an seinen Vater Anchises, um die Bedeutung dieser Worte zu verstehen. Anchises glaubte, dass ihre Ahnen ursprünglich von der Insel Kreta stammten. Also setzten sie ihren Kurs dorthin, in der Hoffnung, endlich ihre neue Heimat gefunden zu haben. Als sie ankamen, sah zunächst alles vielversprechend aus. Sie zogen die Schiffe an Land, legten Pläne für eine neue Stadt fest, bestellten die Felder und begannen mit dem Bau von Häusern. Eine Weile schien es, als hätten sie endlich Frieden gefunden. Doch dann schlug das Schicksal zu. Eine tödliche Seuche brach unter ihnen aus und raffte viele der Siedler dahin. Die Überlebenden waren geschwächt und hilflos. Und als wäre das nicht genug, folgte darauf eine schwere Dürre, die ihre Ernten verdorren ließ und sie dem Hunger auslieferte. Die Hoffnung, auf Kreta ein neues Leben aufzubauen, zerfiel in wenigen Wochen. Verzweifelt darüber, was sie falsch gemacht hatten, schlug Anchises vor, das Orakel erneut zu befragen. Vielleicht hatten sie die Prophezeiung missverstanden. Vielleicht war Kreta nicht das Land, das für sie bestimmt war. Oder vielleicht hatten sie unwissentlich die Götter erzürnt. Aeneas stimmte zu und plante, Boten auszusenden, um Antworten zu finden. Doch bevor er handeln konnte, geschah etwas, das alles veränderte. Eines Nachts lag Aeneas schlaflos in seinem Haus, voller Sorgen und Gedanken darüber, wie er sein Volk retten könnte. Mondlicht fiel durch das Fenster und beleuchtete die Hausgötter, die heiligen Statuen, die er aus den Flammen Trojas gerettet hatte. Als er sie in der Stille der Nacht betrachtete, geschah etwas Unglaubliches. Eine der Statuen begann zu sprechen. Wir bringen dir eine Botschaft von Apollo. Du musst nicht in seinen Tempel zurückkehren, um nach Führung zu suchen. Du hast einen Fehler gemacht, als du versucht hast, dich auf Kreta niederzulassen. Dies ist nicht das Land, das für dich bestimmt ist. Du musst sofort aufbrechen und deine Reise fortsetzen. Dein wahres Ziel ist Italien. Ein fernes Land jenseits weiter und stürmischer Meere. Verliere nicht den Mut, egal wie schwer die Reise sein wird. Du wirst Italien sicher erreichen. Dort wirst du ein großes Reich gründen, das einst viele Völker beherrschen wird. Nimm all deinen Mut zusammen und setze die Segel. Dein Schicksal erwartet dich. Als Aeneas diese Worte hörte, kehrten seine Kraft und sein Mut zurück. Ohne zu zögern, bereitete er sich auf die Abreise vor. Die halb errichtete Stadt wurde aufgegeben und die Flotte setzte erneut die Segel. In den folgenden Monaten stellten sich Aeneas und sein Volk zahlreichen Gefahren. Ein gewaltiger Sturm tobte 3 Tage und 3 Nächte lang, schleuderte die Schiffe wie Blätter über die Wellen und ließ sie in völliger Dunkelheit treiben. Ohne Sonne oder Sterne zur Orientierung waren sie hilflos, ständig am Rand des Untergangs. Doch als das Meer sich schließlich beruhigte, war ihr Leid noch lange nicht vorbei. Auf ihrer weiteren Reise landeten sie auf einer Gruppe von Inseln,
in der Hoffnung, dort auszuruhen und Vorräte zu sammeln. Doch anstatt Frieden fanden sie neue Schrecken. Die Inseln waren von Harpyen heimgesucht, riesigen, furchteinflößenden Raubvögeln mit messerscharfen Krallen und abscheulichen Gewohnheiten. Manche Erzählungen beschrieben sie als Kreaturen mit den Gesichtern von Frauen, andere als hässliche, geflügelte Ungeheuer. Doch egal wie sie aussahen, sie waren grausam und unersättlich. Die Harpyen griffen ohne Vorwarnung an. Sie stürzten sich aus der Luft herab, rissen den Trojanern das Essen von den Tischen, zerfetzten Vorräte und stahlen Fleisch direkt aus dem Feuer. Mit ihren scharfen Klauen kratzten sie nach den Männern, sodass diese sich verzweifelt verteidigen mussten. Entschlossen, sich zu wehren, griffen Aeneas und seine Männer zu ihren Schwertern und lauerten den Angreifern auf. Doch die Harpyen waren zu schnell. Sie wichen jedem Schlag aus und entrissen weiterhin ihre Beute. Schließlich blieb den Trojanern keine andere Wahl, als die Insel zu verlassen. Als sie in See stachen, ließ sich die Anführerin der Harpyen auf einem hohen Felsen nieder und beobachtete sie. In menschlicher Stimme rief sie ihnen Verwünschungen hinterher und verspottete sie, während sie davonsegelten. Die Reise war noch lange nicht vorbei, und viele Prüfungen warteten noch auf sie. Eine Nacht verbrachten Aeneas und seine Leute in der Nähe des Ätna, wo sie an Land gegangen waren, um sich auszuruhen. Doch mitten in der Nacht brach der Vulkan aus. Rauch, Feuer und glühende Lava wurden in den Himmel geschleudert. Der Boden bebte und donnerte unter ihnen, erfüllte ihre Herzen mit Angst und Ehrfurcht. Sie glaubten, dass schreckliche Ungeheuer tief im Inneren des Berges lebten, die die Flammen nährten und die Eruptionen verursachten. Sobald der Morgen anbrach, flohen sie voller Furcht aus dieser bedrohlichen Gegend. Später erreichten sie eine Küste, die von einäugigen Riesen bewohnt wurde, riesigen, wilden Kreaturen, berüchtigt für ihre gnadenlose Grausamkeit. Diese Ungeheuer waren Menschenfresser. Sie packten Männer mit bloßen Händen, zerschmetterten sie an Felsen und verschlangen sie. Einer dieser Riesen war Polyphemos. Er hatte eine Gruppe von Männern in seiner Höhle gefangen gehalten, um sie nach und nach zu verschlingen. Doch während er schlief, hatten die Gefangenen sein einziges Auge mit einer Lanze durchbohrt und ihn geblendet. Töten konnten sie ihn nicht. Er war zu groß und zu stark, doch sie entkamen, während er hilflos umhertastete. Als Aeneas und seine Mannschaft an der Küste vorbeisegelten, sahen sie Polyphemos, wie er durch das seichte Wasser watete, um sein schmerzendes Auge zu kühlen. Er stützte sich auf einen gewaltigen Pinienbaum, den er wie einen Wanderstab benutzte, während er vorsichtig seinen Weg ertastete. Nach einer langen und beschwerlichen Reise, voller Gefahren und Abenteuer, erreichten Aeneas und sein Volk schließlich die Küsten Italiens. Dies war das Land, das die Götter ihnen versprochen hatten, der Ort, an dem sie ihre neue Heimat errichten sollten. Kapitel 4 – Wo Rom entstehen wird. Latium war eine uralte Region Italiens, die südlich des Tiberflusses lag. Als Aeneas ankam, war es ein unabhängiges Königreich unter der Herrschaft von König Latinus. Zu jener Zeit war das Land in der Nähe des Tiber, dort wo später Rom erbaut werden sollte, noch wild und unerschlossen. Es war eine Landschaft aus Hügeln, Tälern und Wäldern, bewohnt von Hirten und Bauern. Es gab noch keine großen Städte, sondern nur kleine Siedlungen. Die Menschen in Latium stammten ursprünglich aus Griechenland und hatten erste Kenntnisse über Schrift, einfache Musik, Waffen und Baukunst mitgebracht. Sie lebten in Häusern aus Holz oder Stein und ihre Siedlungen waren durch Mauern und Befestigungen geschützt. Als Aeneas und seine Gefährten an der Mündung des Tiber ankamen, ließen sie ihre Schiffe vor Anker gehen und betraten das Land. Nach Jahren des Reisens hofften sie, endlich ihre neue Heimat gefunden zu haben. Die Reise hatte ihnen alles abverlangt, viele Schiffe und Gefährten waren unterwegs verloren gegangen. Die verbliebenen Überlebenden sehnten sich nach Ruhe und Sicherheit.
Kurz nach der Landung brachen einige der Schiffe in Flammen aus und brannten nieder. Der Legende nach waren es die Frauen der Gruppe, die die Schiffe angezündet hatten. Verzweifelt darüber, erneut aufbrechen zu müssen, wollten sie Aeneas zwingen, sich in diesem neuen Land niederzulassen. Wie auch immer es geschah, Aeneas war entschlossen zu bleiben. Das Land vor ihm war wunderschön und einladend, offene Ebenen, grüne Wiesen und Haine voller blühender Blumen. In der Ferne erhoben sich majestätische Berge, und das warme, goldene Licht des italienischen Himmels ließ die Landschaft wie den idealen Ort für einen Neuanfang erscheinen. Ohne Zeit zu verlieren, errichteten Aeneas und seine Männer ein Lager an der Küste. Sie bauten einfache Verteidigungsanlagen, um sich vor möglichen Gefahren zu schützen. Einige Männer erkundeten den Fluss mit Booten, vermutlich um die Gegend zu kartieren und eine Fluchtmöglichkeit offen zu halten, falls es zu Problemen kommen sollte. Andere errichteten Altäre und bereiteten Opfergaben vor, um die Götter dieses Landes zu ehren und um ihren Schutz zu bitten. Aeneas entsandte außerdem eine Kundschaft der Gruppe, um das Landesinnere zu erkunden und Kontakt mit der örtlichen Bevölkerung aufzunehmen. Dies war der erste Schritt, um Latium zu seiner neuen Heimat zu machen. Die Kundschafter folgten dem Lauf des Flusses, durchquerten Felder und Ebenen. Überall fanden sie fruchtbare Landschaften mit kleinen Dörfern und Siedlungen. Schon bald erfuhren sie den Namen des Herrschers, König Latinus, sowie den Namen seiner Hauptstadt. Zur gleichen Zeit erhielt König Latinus die Nachricht von der Ankunft der Fremden. Zunächst erwog er, sie sofort anzugreifen und aus seinem Land zu vertreiben. Doch als er hörte, dass sie erschöpft und geschwächt waren, zögerte er. Ihre Kleidung und ihr Aussehen ließen vermuten, dass sie Griechen waren. Ein Volk, das damals in der ganzen Welt bekannt war, sowohl gefürchtet als auch geachtet. Dies ließ Latinus nachdenken. Einerseits sorgte er sich um die mögliche Gefahr, die sie darstellen könnten, andererseits empfand er Mitleid mit ihrem Leid. Unterdessen beschloss Aeneas, eine Gesandtschaft zu Latinus zu schicken, um zu erklären, warum sie mit einer so großen Gruppe angekommen waren. Er wählte eine Gruppe von Männern aus und gab ihnen genaue Anweisungen, was sie sagen sollten. Er sandte außerdem kostbare Geschenke mit, kunstvoll gefertigte Waffen, Gold- und Silbergefäße sowie bestickte Gewänder, alles wertvolle Gaben, um sich die Gunst eines Königs zu sichern. Die Gesandten machten sich auf den Weg zur Hauptstadt Latiums. Als sie sich der Stadt näherten, sahen sie, dass sie groß und gut befestigt war. Hohe Mauern, Türme und Zinnen ragten über den Dächern auf. Vor den Toren hatten sich viele Menschen versammelt, jedoch nicht für eine Schlacht, sondern für sportliche Wettkämpfe. Streitwagen rasten über große Rundbahnen, die Fahrer trieben ihre Pferde bis an die Grenzen ihrer Kraft. Reiter demonstrierten ihre Geschicklichkeit, indem sie im vollen Galopp Manöver vollführten. Athleten wetteiferten in Laufwettkämpfen. Bogenschützen und Speerwerfer testeten ihre Treffsicherheit und Kraft, sei es als Kriegsvorbereitung oder als Wettkampf um Ruhm und Preise. Die trojanischen Gesandten hielten in einiger Entfernung an und warteten. Ein Bote wurde in die Stadt geschickt, um König Latinus von ihrer Ankunft zu berichten. Latinus entschied rasch, sie anzuhören und ließ sie in die Stadt begleiten. Während sie durch die Straßen gingen, passierten sie ein großes öffentliches Gebäude, das zugleich als Palast, Senatshaus und Festung diente. Die Wege zum Eingang waren gesäumt von Statuen großer Krieger und geschmückt mit Symbolen vergangener Siege. Im Inneren erblickten die Trojaner Kriegstrophäen aus lange vergangenen Schlachten, alte Waffen, zerbeulte Streitwagen, Schiffsproos, Helme und massive eiserne Riegel von den Toren eroberter Städte. Obwohl diese Objekte längst nutzlos waren, standen sie als Zeugnis für die militärische Stärke Latiums. Schließlich wurden die trojanischen Gesandten in die Anwesenheit von König Latinus geführt, bereit, ihre Botschaft zu überbringen und um seine Gunst zu bitten.
Nach den üblichen Begrüßungen überbrachten die Trojaner ihre Nachricht. Sie versicherten Latinus, dass sie keine feindlichen Absichten hegten und nicht in sein Land gekommen waren, um Krieg zu führen. Sie erklärten, dass ihre Heimat Troja zerstört worden war und sie seit Jahren heimatlos über die Meere irrten, endlose Prüfungen und Gefahren erduldeten. Sie gaben zu, dass ihre Ankunft in Latium kein Zufall war. Sie waren durch göttliche Zeichen hierher geführt worden. Prophezeiungen hatten ihnen offenbart, dass Italien ihr endgültiges Zuhause sein sollte. Diesem göttlichen Willen folgend hatten sie Kurs auf die Küste des Tiber genommen. Und nun, da sie endlich angekommen waren, baten sie demütig um Erlaubnis, sich in Latium niederlassen zu dürfen. Aeneas, ihr Anführer, bat Latinus darum, ihnen ein Stück Land zu gewähren, damit sie dort eine neue Stadt errichten und in Frieden leben könnten. König Latinus reagierte wohlwollend auf die Bitte der Trojaner. Er nahm die mitgebrachten Geschenke an, Gold, Silber, feine Gewänder und Waffen, und zeigte sich erfreut über ihre Ankunft. Er hatte bereits Gerüchte über den Fall Trojas und die lange Reise von Aeneas gehört. Da die Trojaner so lange umhergezogen waren, hatten sich ihre Geschichten weit verbreitet. Nach einigem Überlegen willigte Latinus in Aeneas Bitte ein. Er bot den Trojanern Land an, auf dem sie ihre Stadt errichten konnten, und schloss ein Bündnis mit ihnen. Diese freundliche Vereinbarung erwies sich als vorteilhaft für beide Seiten. Einer der Gründe, warum Latinus die Trojaner so bereitwillig willkommen hieß, war, dass er sich bereits im Krieg mit den Rutulern befand, einem mächtigen Stamm, der südlich von Latium entlang der italienischen Küste lebte. Latinus sah in den Trojanern wertvolle Verbündete, die ihm helfen konnten, seine Feinde zu bekämpfen. Aeneas stimmte zu, Latinus in diesem Krieg zu unterstützen, im Gegenzug dafür, dass er sich in Latium niederlassen durfte. Um das Bündnis noch weiter zu festigen, beschloss Latinus, seine Tochter Lavinia mit Aeneas zu vermählen. Lavinia war sein einziges Kind und für ihre Schönheit und Anmut bekannt. Durch diese Heirat würde Aeneas Teil der königlichen Familie werden und seine Stellung in Latium sichern. Doch diese Entscheidung führte zu einem schweren Konflikt. Lavinias Mutter, Königin Amata, hatte ihre Tochter bereits Turnus versprochen, einem jungen Adligen, der am Hof von Latinus aufgewachsen war. Turnus war ein starker Krieger und galt als der bevorzugte Ehemann für Lavinia und potenzieller zukünftiger König. Latinus jedoch unterstützte diese Verbindung nicht. Er hielt es für klüger, Lavinia mit Aeneas zu vermählen, um das Bündnis mit den Trojanern zu stärken. Aeneas nahm das Angebot freudig an. Lavinias eigene Meinung wurde nicht berücksichtigt, wie es damals üblich war. Als Turnus erfuhr, dass er zurückgewiesen worden war, geriet er in rasende Wut. Er fühlte sich verraten und gedemütigt. Voller Zorn verließ er den Hof und schwor, um das zu kämpfen, was er für sein Recht hielt. Dies war der Beginn eines neuen Konflikts. Turnus weigerte sich, Aeneas als Lavinias Ehemann anzuerkennen und bereitete sich auf den Krieg gegen die Trojaner vor. Aeneas und seine Gefährten glaubten zunächst, endlich Sicherheit und Frieden gefunden zu haben. Sie hatten sich in einem fruchtbaren Land niedergelassen, hatten starke Verbündete und eine vielversprechende Zukunft vor sich. Voller Tatendrang begannen sie, eine Stadt zu errichten. Ursprünglich wollte Aeneas sie Troja nennen, als Erinnerung an ihre verlorene Heimat. Doch angesichts seiner bevorstehenden Hochzeit mit Lavinia entschied er sich, die Stadt zu ihren Ehren Lavinium zu nennen. Das Land, das König Latinus den Trojanern überlassen hatte, lag im Südwesten von Latium, nahe der Küste. Doch dies bedeutete auch, dass es an das Gebiet der Rutuler grenzte. Als Turnus Latium wutentbrannt verließ, nachdem Lavinia Aeneas versprochen worden war, suchte er Zuflucht bei den Rutulern. In seinem Zorn überzeugte er sie, in den Krieg zu ziehen, und führte ihr Heer über die Grenze nach Lavinium.
Plötzlich standen Aeneas und sein Volk einer ernsten Bedrohung gegenüber. Doch als wäre Turnus mit den Rutulern nicht schon Gefahr genug, kam es zu einem weiteren, unerwarteten Ereignis, das sogar die Latiner selbst gegen Aeneas aufbrachte. Viele der einfachen Leute in Latium hatten die Trojaner nie wirklich akzeptiert. Sie betrachteten sie als Fremde, die durch die Gunst des Königs ihr Land eingenommen hatten. Zwar hielten sie ihren Groll verborgen, doch mit der Zeit wuchs ihr Widerstand. Schließlich ließ ein unglücklicher Vorfall ihre aufgestaute Wut offen ausbrechen. In Latium lebte ein Mann namens Tyreus, der oberste Viehhirte des Königs. Er verwaltete die königlichen Herden und Weiden. Tyreus hatte 2 Söhne und eine Tochter namens Silvia. Eines Tages fingen seine Söhne im Wald ein junges Hirschkalb ein. Es war noch sehr klein und lebte mit seiner Mutter, doch sie nahmen es mit nach Hause und zogen es mit Milch auf. Das Tier wurde zahm und anhänglich, da es von Menschenhand aufgezogen wurde. Besonders Silvia liebte es innig. Sie badete es im Brunnen, kämmte sein Fell und schmückte es mit Blumenkränzen und Bändern. Was als harmloses Haustier begann, sollte bald der Grund für einen Krieg werden. Eines Tages kehrte Ascanius, der Sohn von Aeneas, von der Jagd zurück. Er war inzwischen ein junger Mann voller Energie und Tatendrang. Mit seinem Bogen und seinen Pfeilen durchstreifte er die Wälder. Seine Jagdhunde liefen voraus. Als er sich einer kleinen Lichtung nahe eines Baches näherte, fingen seine Hunde plötzlich eine Fährte auf, die Spur von Silvias Hirschkalb. Das zahme Tier, sich keiner Gefahr bewusst, war von Tyreus Weideplatz fortgelaufen, um an dem Bach zu trinken. Doch die Hunde stürzten sich bellend auf es. Ascanius folgte ihnen, zog einen Pfeil aus seinem Köcher und spannte den Bogen. Als er das Hirschkalb sah, ließ er den Pfeil fliegen. Der Pfeil traf das Tier in die Seite und verletzte es schwer. Doch anstatt zu fallen, rannte der Hirsch voller Panik nach Hause. Blutend und taumelnd zog er eine rote Spur hinter sich her. Er schleppte sich bis zu Silvias Haus, suchte Schutz und brach schließlich an seinem gewohnten Platz zusammen, während seine qualvollen Laute das ganze Haus erfüllten. Als Tyreus und seine Söhne sahen, dass ihr geliebtes Haustier von Ascanius verwundet worden war, gerieten sie in rasende Wut. Ihre Empörung erfasste schnell die umliegenden Bauern und Hirten, die den Trojanern ohnehin feindlich gesinnt waren. Die aufgestaute Wut der Landbevölkerung brauchte nur einen Funken, um zu explodieren. Die Männer griffen zu allem, was sie als Waffe nutzen konnten: Knüppel, Fackeln, Sicheln, und eilten hinaus, entschlossen, Rache zu nehmen. Für sie waren die Trojaner nichts weiter als hochmütige Fremde, die keinen Respekt vor Latiums Land und Traditionen hatten. Zur gleichen Zeit erreichte die Nachricht den trojanischen Stützpunkt. Eine große Gruppe junger trojanischer Krieger versammelte sich sofort, um Ascanius zu verteidigen. Beide Seiten waren von Wut und Rachegelüsten getrieben, und noch bevor besonnene Anführer die Situation beruhigen konnten, brach eine blutige Schlacht aus. In dem Chaos wurde einer von Tyreus Söhnen, Almon, getötet. Ein Pfeil traf ihn in die Kehle, und er starb augenblicklich. Almon war noch jung, und sein tragischer Tod ließ die Wut der Bauern ins Unermessliche steigen. Ein weiterer latinischer Krieger fiel in dem Kampf. Schließlich endete das Gefecht, doch der Schaden war bereits angerichtet. Die aufgebrachten Bauern nahmen die Leichen der Gefallenen und marschierten mit ihnen zu Latinus Palast. Dort stellten sie sich vor ihren König, hielten die toten Körper empor und forderten Vergeltung. Ihre Botschaft war unmissverständlich. Die Trojaner mussten ins Meer zurückgetrieben werden, bevor noch mehr Blut vergossen wurde. Latinus versuchte verzweifelt, die wachsende Wut seines Volkes zu besänftigen. Er tat sein Bestes, um den Konflikt zu schlichten und den Krieg zu verhindern. Doch der Hass gegen die Trojaner war inzwischen zu groß geworden. Schließlich schlug die öffentliche Meinung völlig gegen Aeneas und seine Gefährten um. Sie waren nun isoliert und von Feinden umgeben.
Angeführt wurden diese Feinde von Turnus, der entschlossen war, Aeneas zu vernichten und Lavinia für sich zu beanspruchen. Doch trotz der wachsenden Bedrohung verlor Aeneas nicht den Mut. Er erkannte, dass er allein nicht siegen konnte. Also verließ er seine Stadt mit einigen wenigen Vertrauten, um benachbarte Herrscher um Hilfe zu bitten. Die Rivalität zwischen den italischen Fürsten war groß, und Aeneas wusste, dass einige von ihnen ihn allein deshalb unterstützen würden, um Latium und die Rutuler zu schwächen. Seine Bemühungen zahlten sich aus. Mehrere italienische Fürsten erklärten sich bereit, sich ihm anzuschließen, versprachen ihm Truppen und schickten ihm Verstärkungen. Ermutigt kehrte Aeneas nach Lavinium zurück, bereit für den Krieg. Der Konflikt entwickelte sich schnell zu einem offenen Krieg, in dem beide Seiten erbittert kämpften. Die Schlachten zogen sich lange hin, mit Siegen und Niederlagen auf beiden Seiten. Latinus, inzwischen ein älterer Mann, hatte wenig Interesse an Ruhm oder Eroberung. Seine Tochter Lavinia war nun mit Aeneas verheiratet, was bedeutete, dass seine eigene Familie mit den Trojanern verbunden war. Er beobachtete den Krieg mit großer Sorge, fühlte sich jedoch machtlos, ihn zu beenden. Er entschied sich abzuwarten, in der Hoffnung, dass sich irgendwann eine Gelegenheit ergeben würde, Frieden zu stiften. Mit der Zeit begannen Aeneas und seine Truppen, die Oberhand zu gewinnen. Obwohl sie zahlenmäßig unterlegen waren, hatten sie mehrere Vorteile. Sie kämpften als eine geschlossene, vereinte Armee, während ihre Feinde über eine weite Region verstreut waren. Sie besaßen keine festen Siedlungen, Höfe oder Viehherden, die geplündert werden konnten, sodass ihre Feinde sie nicht schwächen konnten, indem sie ihr Land verwüsteten. Immer wenn die Trojaner eine Schlacht gewannen, erbeuteten sie wertvolle Vorräte von ihren Feinden. Doch wenn die Latiner einen Sieg errangen, gab es keine Belohnung, nur den Verlust weiterer Soldaten. Die Trojaner waren durch jahrelanges Leid gestählt, von der Zerstörung Trojas über die endlosen Gefahren ihrer langen Reise. Dies machte sie zu entschlossenen Kämpfern, die niemals aufgaben. Als der Krieg andauerte, begannen die Latiner und Rutuler zu ermüden. Ihre einstige Zuversicht schwand, als sie erkannten, dass Aeneas und sein Volk weitaus zäher waren, als sie gedacht hatten. Nach einem langen und kräftezehrenden Krieg wurden beide Seiten des Kämpfens müde. Latinus erkannte die Chance und schlug Friedensverhandlungen mit Aeneas vor. Doch Turnus widersetzte sich entschieden. Er wollte den Krieg fortsetzen und lehnte jeden Kompromiss ab. Unter den Latinern wuchs die Unzufriedenheit mit Turnus. Viele gaben ihm die Schuld an all dem Leid, das der Krieg über ihr Land gebracht hatte, und argumentierten, dass er nicht das Recht habe, ganz Latium in seine persönliche Fehde zu verwickeln. Statt andere für ihn kämpfen zu lassen, so sagten sie, solle er seinen Streit mit Aeneas direkt klären, in einem Zweikampf. Latinus missfiel dieser Vorschlag. Er wollte, dass der Krieg endgültig beendet wurde und hoffte weiterhin Frieden zu schließen, indem Lavinia Aeneas heiratete, so wie er es ursprünglich vorgesehen hatte. Für einen kurzen Moment zögerte Turnus, doch dann sah er Lavinia, die mit ihrer Mutter Amata in der Nähe stand. In ihrem angespannten Gesicht glaubte er, Zeichen von Zuneigung und Unterstützung zu erkennen. Überzeugt davon, dass sie ihn und nicht Aeneas wollte, erklärte er sich schnell bereit, den Zweikampf anzunehmen. Das Duell wurde angesetzt, ein letzter, entscheidender Kampf zwischen Turnus und Aeneas. Beide Heere versammelten sich auf dem Schlachtfeld, um Zeugen des Kampfes zu sein. Der Boden wurde markiert und der Zweikampf begann. Zunächst standen sich nur die beiden Krieger gegenüber. Doch wie es oft in solchen Situationen geschieht, mischten sich andere Kämpfer ein. Kleine Gefechte brachen aus und bald eskalierte das Duell zu einer offenen Schlacht. Die Trojaner errangen schließlich den entscheidenden Sieg. Sowohl Latinus als auch Turnus fielen im Kampf. Mit dem Tod ihrer Anführer ergaben sich die Latiner. Der Krieg war vorbei.
Der Frieden wurde wiederhergestellt und Aeneas heiratete Lavinia, wodurch er zum rechtmäßigen Herrscher von Latium wurde. Von diesem Moment an regierte er das Königreich und legte den Grundstein für das, was später das Römische Reich werden sollte. Aeneas lebte viele Jahre nach diesen Ereignissen und wurde für seine weise Herrschaft in Erinnerung behalten. Er brachte das Wissen und die Künste der Griechen aus Troja mit sich und teilte sie mit seinem Volk, wodurch er ihr Leben erheblich verbesserte. Er führte auch viele religiöse Zeremonien ein, die in den Ländern verbreitet waren, die er auf seiner langen Reise besucht hatte. Mit der Zeit wurden diese Rituale ein fester Bestandteil der religiösen Traditionen in Latium und von Generation zu Generation weitergegeben. Später wurden sie durch die römische Literatur in der ganzen zivilisierten Welt bekannt und gefeiert. Schließlich geriet Aeneas während eines Krieges gegen die Rutuler in große Gefahr. Nach einer Schlacht wurde er von seinen Feinden verfolgt. Um ihnen zu entkommen, versuchte er, einen Fluss namens Numitius zu durchschwimmen, der nördlich von Lavinium ins Meer mündet. In der Antike muss dieser Fluss deutlich größer gewesen sein als heute. Reisende berichten, dass er heutzutage nur noch ein kleiner Bach ist, in dem es kaum möglich wäre zu ertrinken. Doch Aeneas ertrank in den Fluten. Seine trojanischen Gefährten versteckten daraufhin seinen Leichnam und verbreiteten die Geschichte, dass er in den Himmel aufgestiegen sei. Da sein Volk schon lange daran glaubte, dass ihr König der Sohn einer Göttin sei, begannen sie, ihn als göttliches Wesen zu verehren. In ganz Latium wurden Altäre zu seinen Ehren errichtet, und Aeneas wurde fortan als Gott angebetet.